Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Es ist Herbst, es ist November. Alle Gartenarbeiten sind mittlerweile erledigt und man kann sich zur Ruhe zurücklehnen. Dennoch gehen meine Projekte auch weiter. Auch im Haus gibt es mittlerweile sehr viel zu tun. Die Pflanzen müssen reingebracht werden und meine Vorräte müssen aus den Kartons raus. In meinem Leben bin ich ein sehr großer Minimalist. Die Vorratshaltung und die Gartenarbeit sind Bereiche, die Minimalismus gar nicht betreffen. Hier sehe ich einen großen Nutzen. Die Vorratshaltung erleichtert den Alltag und natürlich spart ihr die Zeit. Dieses Jahr habe ich mir ein Ziel gesetzt, tatsächlich alles zu verarbeiten, was im Garten wächst. Das hat auch ziemlich gut geklappt. Mein neuestes Projekt ist Spinat und Portulak im Gewächshaus. Die Pflanzen sind gerade 2 Wochen alt und schon merkt man, wie vital und wie schnell die wachsen wollen. Dazwischen hat sich die Vogelmiere von alleine ausgesammelt. Mit dem Portulak noch dazu werden das 3 Kulturen, die wir Anfang März ernten können. Im März kommen dann die ersten Setzlinge Amaranth rein und verschiedene Kulturen, die wir vorziehen. Und danach kommen die Tomaten und Gurken wieder ins Gewächshaus. Dieses Jahr probiere ich aus. Wenn es klappt, dann werde ich die nächsten Jahre das einfach in den Gartenkreislauf einbinden. Klappt es nicht, dann ist das ein Experiment geblieben. Zum Vergleich sind auch ganz viele Pflanzen draußen. Zum Beispiel der Winterportulak. Der wächst genauso schnell draußen bei schönem Wetter im November wie im Gewächshaus. Da habe ich schon was geerntet. Auch Spinat habe ich draußen eingepflanzt, um zu schauen und zu vergleichen, was wird denn besser gelingen, draußen oder im Gewächshaus. Der wichtigste Grund, warum ich mit diesen Pflanzen rumexperimentiere, wir essen die sehr gerne. Und am liebsten frisch. Ich werde versuchen, euch mal einmal im Monat zu zeigen, wie die Fortschritte aussehen im Gewächshaus, falls es euch interessiert. Den Winterportulak kann man schon jetzt ernten. Für Salat, Gemüsepfanne oder mein Lieblingsgemüsestrudel. Im Experiment 30 Tage ohne Supermarkt überleben habe ich für mich Eicheln entdeckt. Diese sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Ernährung. Die Playlist zu meinen 30 Tagen ohne Supermarkt verlinke ich dir in der Infobox. Heute möchte ich daraus Öl pressen. Ob das wohl klappt, das schauen wir gleich. Leider hat es nicht funktioniert. Es sind zerkleinerte Eichelteile in einem Behälter. In dem anderen Behälter sollte eigentlich Öl reinfließen und da ist gar nichts geworden. Schade. Ich hatte da mehr erwartet. Die Pralinen aus Eichelmehl und Marmelade schmecken nach wie vor köstlich. Die bleiben uns erhalten.
Ein anderes Experiment, ein gelungenes Experiment, ist Amaranthzüchtung. Diese Pflanze enthält unter anderem ein ganz, ganz wichtiges Element, Squalen. Diese bewirkt im Körper eine Zellenerneuerung. Besonders viel Squalen befindet sich natürlich im Getreide vom Amaranth. Das sind die kleinen Körnchen, so in der Art wie Quinoa, sehr nussig im Geschmack und sehr, sehr köstlich. Die jungen Blätter im Sommer nutzen wir sehr gerne für die Gemüsepfanne oder für meinen Lieblingsgemüsestrudel. Amaranth, Quinoa, Melde, aber auch natürlich Brennnessel stehen ganz oben auf der Speisekarte bei uns. Ein Porridge aus Amaranthgetreide macht sehr lange satt. Die Körnchen sind winzig und sehr, sehr hart. Sie müssen bearbeitet werden. Ich weiche die für 24 Stunden im Wasser, so ein paar Löffel, ich glaube 5 waren das dieses Mal. Und danach kann man die wirklich ganz, ganz gut kochen. Getreidebrei wird etwas schleimig. Am Anfang hat es mir gar nicht so gut geschmeckt. Ich musste das richtig löffelweise reinwürgen. Aber jetzt mittlerweile schmeckt es besonders lecker. Dieser Platz ist jetzt die Ablagefläche für meine Küchenexperimente. Meine Eicheln und Apfelessig. Und wenn ich jetzt Getreide eingeweicht habe, lasse ich das einfach da stehen. Der große Nachteil ist die lange Garzeit bei Amaranth. Und was ist denn mit dem Garten? Von Dezember bis Ende Februar lassen wir tatsächlich die Natur ruhen. Das Einzige, was ich jetzt noch aufsammeln werde, das sind die Quieten, die letzten, die noch geblieben sind. Und das war's dann auch. Wir werden nicht umgraben. Wir werden nicht die Unkraut jäten. Es sind ganz, ganz viele Insekten, die im Garten dann Unterschlupf suchen und versuchen zu überwintern. Die wollen wir nicht stören. Diese Auszeit möchte ich mir selbst auch gönnen und für meine Experimente zu Hause mir die Ruhe bewahren. In dieser Zeit werden wir ein paar Kochrezepte ausprobieren und auch die Natur einfach betrachten. Möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen? Dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video.